Ganz ehrlich, ich war nie ein Fan vom 9R8, aber so könnten wir Freunde werden. Mamma mia! Der neue Audi R8 GT. Audis radikalste Ausbaustufe zum Abschied des R8 mit 10-Zylinder. Geziert von zahlreichen Carbon- und Leichtbauelementen tritt der R8 GT in die Fußstapfen seines Vorgängers aus dem Jahre 2010. Nun allerdings mit puristischerem Antriebskonzept. Hinterradantrieb statt Quattro. Herzstück des R8 GT ist der bekannte 5,2 Liter V10 Saugmotor. Hier mit 620 PS und 565 Newtonmetern. Der neue R8 GT ist der radikalste seiner Art, versteht sich aber nicht als reines Track-Tool, sondern vor allem auch als Spaßmaschine. Dem elektronischen Torque-Rear-System sei Dank. Es funktioniert wie eine aktive Traktionskontrolle, aber nicht mit dem Ziel, maximalen Grip zu erzeugen, sondern um den Quertrieb zu stabilisieren. R8 GT, das gab es schon mal, zwar 2010, damals noch auf Basis des alten R8. Das ist jetzt sozusagen der Nachfolger, aber auch nur eher auf indirekte Art, denn zum einen der frühere R8 GT war ein Quattro, dieser hier basiert auf den RWD-Versionen, hat also Hinterradantrieb. Außerdem versteht sich das Auto nicht mehr nur als Track-Tool, sondern will einerseits natürlich schnell sein auf der Rennstrecke, das auf jeden Fall, aber er will auch Fahrspaßmaschine sein. Und dafür hat Audi den sogenannten Torque-Rear-Modus ins Leben gerufen, Audi Sport vielmehr. Es funktioniert quasi wie eine Traktionskontrolle, versteht sich aber auch als Driftunterstützung. Das werden wir nachher noch auf dem Driftparcours ausprobieren. Aber hier auf der Rennstrecke ist es in Verbindung mit dem 10-Zylinder-Saugmotor, der auf 620 PS angefüttert wurde, großartig, weil man kann anhand eines Drehreglers hier unten einstellen, wie viel Driftwinkel zugelassen wird. Das wird über den Motor begrenzt, also über Zurücknehmen der Zündung und die Drosselklappe begrenzt man quasi den Quertrieb kurvenausgangs. Wir haben jetzt die erste Runde absolviert, müssen zurück in die Box, weil sie wollen uns mit dem scharfen Apparat nicht über die lange Start-Zielgerade hier am Circuito Monte Blanco blasen lassen. Nichtsdestotrotz kommt man hier gut auf Tempo und ja, kann den 10-Zylinder in vollen Zügen genießen, auch weil, wie gesagt, man ein bisschen Unterstützung bekommt. Das ist auf der Hinterachse, die über eine mechanische Sperre verfügt und in unserem Fall über die optionalen Michelin Cup 2 Reifen. Jetzt haben wir wieder freie Bahn. Getriebe ist kürzer übersetzt oder die Hinterachse ist kürzer, also wir haben kürzere Gangstufen, dementsprechend ein bisschen mehr Zunder in der Beschleunigungsphase und vor allem, jetzt wo die Reifen warm sind, eine wunderbare Mischung aus Grip auf der einen Seite und ein bisschen Slice. Hoppla, das war ein bisschen viel Slice. Jetzt hier haben wir es aber schön raustragen lassen auf die Curbs mit den Hinterrädern. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber es ist geil, weil vor allem der R8 eigentlich, gerade als Allradler, ziemlich fies sein kann. Durch die Kraftverteilung in den Allradversionen zusammen mit dem Mittelmotor kommt viel Unruhe ins Auto. Hier ist es alles deutlich berechenbarer. Bremse ist gut, natürlich Keramik. Hier in die Eisen, ganz enge Kurve hier rechts, aber dann aufs Gas und jawohl, passt. Es geht spielerisch, obwohl da hinten so viel Alarm auf dieser Hinterachse ist. Fährt man hier wirklich, ich fahre jetzt von den insgesamt 7 Stufen, die dieses Torque Rear bietet, fahre ich in Stufe 4 und ich muss sagen, das passt perfekt, wenn man auch die Strecke nicht so gut kennt. Ganz ehrlich, dank dieses Systems lässt sich ein R8
wirklich, wirklich spielerisch fahren. Ein großartiges Handling-Auto. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir trauen uns noch eine Stufe runterzuschalten. Jetzt sind wir auf Stufe 5 von 7, also relativ viel Winkel. Und gucken jetzt mal, was passiert. Dank an den Streckenposten, er lässt uns wieder raus auf die letzte Runde. Die ist immer die gefährlichste, also nicht zu spät bremsen. Bremse fühlt sich übrigens klasse an. Hier nicht so viel Tempo, man hat ein leichtes Einlenkuntersteuern, dafür danach viel übersteuern. Hier war ich vorhin deutlich zu schnell, jetzt ein bisschen besser reinbremsen und dafür früher ans Gas. Klappt, viel quer, aber ja, passt, die geht voll. Immer noch nicht ganz getraut. Helmreich, was ist da los? Zweiter Gang, Haarnadel runter und früh aufs Gas. Ganz ehrlich, ich war nie ein Fan vom 9R8, aber so könnten wir Freunde werden. Mamma mia! Und wie das schiebt. Ein bisschen spät hier, dafür ankern. Leichtes Untersteuern, zu schnell. Aber trotzdem noch einfach übers Gas lenken. Das klingt immer so, das klingt nach Profi-Material, funktioniert aber hier so feinfühlig, auch dank des Saugmotors. Man muss natürlich nicht warten, bis die Kraft kommt. Saugmotor, es ist einfach zusammen mit der Klangkulisse unglaublich. Unglaublich. So, eine Kurve haben wir noch, dann holen sie uns runter und sie müssen uns, oh Gott, jawohl, sie müssen uns wirklich runterprügeln, weil freiwillig aufhören will man nicht. Finale Furioso, kann man sagen, Furios war es jetzt auch auf der Rennstrecke. Ich war schwer angetan, mittlerweile verschwitzt und wir haben jetzt die Szenerie gewechselt, den Ort gewechselt, sind jetzt hinter der Boxenanlage, wo Audi einen kleinen Driftparcours aufgebaut hat und ich habe mir Verstärkung ins Cockpit geholt. Der mutige Mann heißt Roland Waschgau und ist verantwortlich für was beim R8 genau? Für die Fahrwerkentwicklung, Traktionskontrolle, ABS und jetzt in dem Fall für den Torque-Rear-Modus. Genau, für den sind wir da. Vielleicht kannst du, Roland, noch mal kurz erklären, auch im Abgleich mit dem RS3, wo es den Modus ja auch gab, wo die Unterschiede liegen und was das System jetzt hier mit dem R8 GT anstellt. Genau, also wir haben diesen Torque-Rear-Modus sowohl im RS3 wie auch im R8. Obwohl beide Autos ja komplett unterschiedliche Fahrzeuge sind, vom Fahrzeugkonzept, Package, RS3, Allradantrieb, Frontenmotor und hier haben wir einen Heckantrieb mit Mittelmotor und 620 PS. Deswegen sind die beiden Modi auch etwas unterschiedlich in der Funktionalität aufgebaut. Also im RS3 wirkt er agilisierend, er dreht das Auto in die Kurve ein und hier im R8, da versuchen wir das Auto eher zu stabilisieren und dem Fahrer zu helfen, indem man einen kleinen Deckel ASR-seitig auf das Gaspedal legt und so dem Fahrer hilft bei der Modulation vom Gaspedal. Dann kann man sich ein bisschen mehr aufs Lenken konzentrieren. Genau, also auf der Rennstrecke hat sich das toll angefühlt, muss ich sagen, weil man einfach noch so eine kleine gedachte Leitplanke einziehen kann auf 7 Stufen. Habe ich richtig verstanden? Ja, genau. 7 Stufen. 1 ist relativ sichere Stufe noch und 7 ist dann close to nothing. Man bekommt noch eine leichte Hilfe, aber nicht mehr viel. Klingt plausibel und hier auf diesem relativ großen Platz mit unterschiedlichen Kreisen und Dreiecken, die hier aufgebaut wurden, probieren wir uns jetzt einfach mal noch zum Abschluss durch 2 oder 3 Stufen. Ich würde jetzt mal sagen, den ersten, da ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, den überspringen wir und fangen jetzt mal in Stufe 3 von 7 an und es ist soweit alles eingestellt, bis auf der Sitz. Hier haben wir jetzt einen anderen Reifen drauf, also insgesamt ein bisschen weniger Grip. Wir haben den Michelin 4S und keinen Cup, wie auf der Rennstrecke.
einfach um das Ganze noch ein bisschen plakativer abzubilden. Ich fange jetzt einfach mal an und schau, was passiert. So, das Auto dreht sich jetzt ein, da waren wir ein bisschen zu motiviert, bleiben aber auf dem Gas und versuchen jetzt mal eine stabile Seitenlage hinzubekommen. Und jetzt kann ich relativ konstant beim Gas bleiben. Ich stehe eigentlich fast voll drauf und moduliere eigentlich nur mit der Lenkung, was die Sache schon deutlich vereinfacht. Beim Umsetzen merkt man schon, das Auto ist natürlich nach wie vor ein Mittelmotorsportwagen. Also wenn er geflogen kommt, muss man entweder schnell sein, aber unter Last, wenn er wirklich im Drift ist, kann man relativ konstant bleiben mit Vollgas in diesem Modus. Was passiert jetzt da? Wir kriegen Bremseingriff und Motorkraft wird beschränkt. Ja, in den unteren Modi gibt es ganz leichte Bremseingriffe zur Stabilisierung, hauptsächlich über die Traktionskontrolle, aber ein Schlupflimit auf der Hinterachse. Okay, machen wir nochmal hier. So einen Kreis. Jetzt hat er relativ viel weggeregelt. Wenn es zu quer wird, begrenzt er das. Aber man kann hier eigentlich relativ problemlos einen relativ engen Kreis fahren. Was mit dem R8 so vorher schon deutlich komplizierter war, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Wir schalten jetzt mal 2 Stufen zurück. Jetzt gibt er uns ein bisschen mehr frei. Und schauen mal, also der Schwierigkeitsgrad wächst jetzt ein bisschen. Man muss ein bisschen mehr aufpassen mit dem Gaspedal. Kriegt dafür aber ein bisschen mehr Tempo mit in das Ganze. Aber man muss sich ein bisschen drauf einstellen, weil man kriegt natürlich hinten hier und da mal ein bisschen was weggeregelt. Aber insgesamt, wenn man auch weiß, wo sein Lenkrad steht, funktioniert es ganz smooth. Also auch, wir fahren jetzt hier quasi um verschiedene Pylonengassen herum, was relativ präzise funktioniert. Ich finde den Modus jetzt fast noch ein bisschen leichter zu kontrollieren, weil die Eingriffe nicht ganz so offensiv sind. Wir haben noch Luft nach oben. Ne? Ja, wir haben noch Luft nach oben und wir machen jetzt nochmal, jetzt gehen wir mal auf die letzte Stufe. Also das ist die Stufe Max, heißt maximaler Quertrieb, minimale Unterstützung. Ja. Feuer frei. Ja, wie man merkt und sieht, hoppla, jetzt kann man es dann auch deutlich übertreiben. Nichtsdestotrotz, ein bisschen Hilfe gibt es noch. Es ist jetzt immerhin zweiter Gang, relativ viel Last. Wie viel Drehmoment haben wir hier nochmal in dem Auto? 570 Newtonmeter. Newtonmeter, 620 PS, also schon ordentlich Krawall auf der Hinterachse. Und ich muss sagen, wie auf der Rennstrecke auch schon, es macht einen Heidenspaß. Vor allem, wenn man nicht verantwortlich ist, da einen neuen Reifen drauf zu ziehen. Also ich denke, was man sagen kann, ist es hervorragend, um sich insgesamt an das Thema Driften heranzutasten. Jetzt hat natürlich nicht jeder hier so eine große Asphaltfläche im Hinterhof, wo er das schön ausprobieren kann. Deswegen finde ich das eigentlich Schöne an dem Auto jetzt, dass man tatsächlich durch diesen Modus auch auf einem Trackday mal einfach eine Kurve mit einem leichten Powerslide verlassen kann, ohne dass einem gleich das Herz in die Hose rutscht. Ist das eine Zusammenfassung? Ja, genau. Man wird so ein bisschen rangeführt, hat so ein bisschen Unterstützung und kann sich selber seine Stufe raussuchen, die einem am besten passt und auch zu den Wetterbedingungen zum Beispiel passt und wird dann so ein bisschen hingeführt. Natürlich, wenn man jetzt Lewis Hamilton ist, dann kann man auch voll auffahren. Sozusagen. Sind wir beide nett. Wir danken noch dem Besitzer von Audi R8 GT Nummer 56 von 333, der uns sein Auto hierfür, ohne dass es bis jetzt weiß, oder vielleicht schon genau zur Verfügung gestellt hat, weil das Auto ist limitiert und zwar genau wie der ehemalige R8 GT auf 333 Exemplare.